Fühlt sich dein Kopf gerade an wie ein überfüllter Bahnhof, in dem tausend Gedanken gleichzeitig ankommen und abfahren? Spürst du eine innere Unruhe, obwohl du dich eigentlich nach gemütlicher Adventsstimmung sehnst? Bleib unbedingt dran, denn diese Woche bringt uns einen Schlüsselmoment, um genau dieses Chaos zu ordnen und die innere Balance wiederzufinden. Willkommen zu einem neuen Astro-Oracle-Reading als Seelenkompass für die kommende Woche. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin und Astrologin. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, Selbstreflexion und Spiritualität. Bitte beachte, dieses Video enthält Werbung und Produktempfehlungen. Bevor wir uns ansehen, warum diese Woche so intensiv wird, habe ich noch einen Herzensimpuls für dich. Wir alle wünschen uns eine besinnliche Adventszeit, aber die Realität sieht oft anders aus. Der Kopf ist voll und die Termine drängen. Damit du in diesem Dezember nicht nur funktionierst, sondern wirklich anwesend bist, habe ich den 24 achtsame Advent-Momente-Kalender für dich kreiert. Das ist dein digitaler Begleiter mit sanften Mikroimpulsen für deinen Morgen und Abend. Keine zusätzlichen To-dos, sondern kleine Inseln der Ruhe, um deine Gedanken zu strukturieren und wieder bei dir anzukommen. Und weil wir den Dezember entspannt starten wollen, bekommst du das PDF nur noch bis morgen Nacht, Montag, den 1.12. um 23:59 Uhr zum Einführungspreis von 14,99 statt regulär 29,99. Den Link findest du direkt oben in der Videobeschreibung. Schenk dir selbst diese tägliche Portion Präsenz. Wir starten in den Dezember mit einer Woche, die uns energetisch einiges abverlangt, uns aber auch reich beschenken kann. Die Überschrift für diese Tage lautet: Finde deinen Rhythmus im Sturm der Gedanken. Wir bewegen uns auf einen intensiven Vollmond im Zeichen Zwillinge zu. Das bedeutet, unser Verstand läuft auf Hochtouren, Informationen prasseln auf uns ein und die Kommunikation kann hitzig werden. Gleichzeitig aktiviert die Sonne das Human Design Tor 5, das Tor des Wartens und der festen Rhythmen. Das ist ein spannender Kontrast. Wir wollen vielleicht losrennen, aber das Leben bittet uns, im Takt der Natur zu bleiben. Dazu kommt eine tiefe, leidenschaftliche Note durch Venus und Pluto, die uns einlädt, unsere Wünsche und Werte intensiv zu spüren. Es ist eine Woche, um deinen geistigen Fokus neu auszurichten und wieder zu spüren, was dich wirklich inspiriert und dir gut tut. Denk immer daran, die Astrologie zeigt Tendenzen und Potenziale auf. Du bist nicht das Opfer der Umstände, sondern ein bewusster Schöpfer, der mit den Energien des Universums tanzt. Wie stark du diese Energie spürst, hängt auch immer von deinem ganz persönlichen Geburtshoroskop ab. Lass uns nun die Schlüsselmomente der Woche genauer betrachten. Der Montag, der 1.12., startet noch etwas ruhig mit einer Mondleere im Widder bis in die frühen Morgenstunden des Dienstags. Das ist keine Zeit für impulsive Neustarts, sondern eher, um die restliche Energie des Wochenendes abfließen zu lassen. Am Dienstag, den 2.12., erdet uns der Mond im Stier. Wir sehnen uns nach Sicherheit und Genuss. Ein wunderbarer Aspekt begleitet uns hier. Venus steht in einem harmonischen Sextil zu Pluto. Das verleiht uns eine magnetische Ausstrahlung. Es ist ein Tag für tiefe Verbindungen, Leidenschaft und auch für künstlerische Hingabe. Wenn du spürst, dass du etwas oder jemanden sehr intensiv begehrst, ist das heute die kosmische Einladung, diese Tiefe zuzulassen. Am Mittwoch, den 3.12., aktiviert die Sonne das Human Design Tor 5. Das ist eine ganz wichtige Energie für die gesamte Woche. Es geht um Rhythmus, um Geduld und darum, im Einklang mit dem eigenen Timing zu sein. Wenn du dich gehetzt fühlst, atme tief durch. Die Natur hastet nicht und doch wird alles fertig. Am Donnerstag, den 4.12., wechselt der Mond morgens in die Zwillinge. Die Kommunikation nimmt Fahrt auf, wir werden neugieriger, vielleicht aber auch flatterhafter. Der Freitag, der 5.12., ist der energetische Höhepunkt. Um 0:13 Uhr haben wir den Vollmond in den Zwillingen. Ein Vollmond bringt Dinge zum Abschluss und ans Licht. Im Zeichen Zwillinge geht es um unsere Gedankenmuster, unsere Art zu kommunizieren und wie wir Informationen verarbeiten. Frage dich, welche Denkmuster oder Gedankenschleifen darf ich jetzt loslassen? Gleichzeitig steht die Sonne im Quadrat zum Mondknoten. Das kann sich anfühlen, als würde das Leben uns Geduld lehren wollen, auch wenn wir lieber schnelle Ergebnisse hätten. Sieh Herausforderungen heute nicht als Stoppschilder, sondern als Handeln für dein seelisches Wachstum. Ein harmonischer Aspekt von Chiron zu Mars am späten Abend schenkt uns zudem die Energie, aktiv etwas für unser körperliches Wohlbefinden zu tun.
Das Wochenende, Samstag der 6.12. und Sonntag der 7.12., bringt uns dann wieder mehr in die Balance. Am Samstag wechselt der Mond in den Krebs, was uns emotional weicher und häuslicher macht, passend zum Nikolaustag. Merkur verbindet sich harmonisch mit Jupiter und am Sonntag mit Saturn. Das ist eine exzellente Konstellation für kluge, weitsichtige Entscheidungen. Wir können das Chaos der Woche nun sortieren, verstehen die Zusammenhänge und können Pläne schmieden, die Hand und Fuß haben. Und nachdem wir nun die kollektiven Strömungen und kosmischen Ereignisse der Woche betrachtet haben, wollen wir den Blick tiefer nach innen richten. Denn diese Energien wirken auf jeden von uns anders, je nachdem, wo wir in unserem Leben stehen. Um eine persönliche Brücke zu diesem Thema zu schlagen und dir eine ganz individuelle Seelenbotschaft mit auf den Weg zu geben, lass uns einen Blick auf die Orakelkarten für die 3 Qualitäten der Tierkreiszeichen werfen. Für die kardinalen Zeichen, also Widder, Waage, Krebs und Steinbock, zeigt sich die Karte Kürbis. Diese Karte steht symbolisch für Vorräte und Fülle. Sie passt wunderbar zur Jahreszeit und erinnert dich daran, dass du gut versorgt bist. In einer Woche, die mental sehr fordernd sein kann, ist das deine Erdung. Die Botschaft lautet: Kümmere dich um deine Ressourcen. Das können materielle Vorräte sein, aber auch deine Energiereserven. Wo darfst du dich achtsamer um deine Ressourcen kümmern, um sicher durch den Winter zu kommen? Als Reflexionsimpuls frage dich: Welche Ressourcen in meinem Leben habe ich bisher übersehen oder als selbstverständlich hingenommen? Als praktischen Tipp lade ich dich ein, diese Woche deine Vorratsschränke physisch oder metaphorisch zu ordnen und dich an der Fülle zu erfreuen. Zur Unterstützung dieser Energie passt traditionell der rote Jaspis, der für Bodenständigkeit steht, oder der Zitrin, der symbolisch die Lebensfreude weckt. Als ätherisches Öl kann der Duft von Orange als Impuls für Heiterkeit dienen oder Ingwer erwärmend begleiten. Ein schönes Ritual für dich ist es, eine Mahlzeit ganz bewusst aus Zutaten zu kochen, die du bereits zu Hause hast, und dabei Dankbarkeit für diese Versorgung zu spüren. Für die fixen Zeichen, also Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann, haben wir die Karte Baumfreund. Diese Karte ist Symbol für Wunder und tiefe Naturverbundenheit. Gerade für euch, wo der Vollmond vielleicht Spannungen im Bereich Sicherheit oder persönlichen Werten hervorrufen könnte, ist der Baumfreund der ruhende Pol. Er erinnert dich an Beständigkeit und Wachstum, das Zeit braucht. Deine Reflexionsfrage lautet: Wo in meinem Leben darf ich standhaft bleiben wie ein Baum und wo darf ich mich wie die Äste im Wind bewegen? Mein praktischer Tipp für dich: Verbringe Zeit im Wald oder bei einem einzelnen Baum. Lege die Hand auf die Rinde und spüre die Ruhe. Um diese Verbindung zu fördern, wird oft der Moosachat empfohlen, der traditionell für die Verbindung zur Natur steht, oder das versteinerte Holz für Verwurzelung. Der Duft von Zeder oder Zirbe kann dir helfen, diese Waldatmosphäre in dein Zuhause zu holen. Dein Ritual könnte ein bewusster Waldspaziergang sein, bei dem du alle elektronischen Geräte ausschaltest und nur lauschst. Für die flexiblen Zeichen, also Zwillinge, Schütze, Jungfrau und Fische, erscheint die Karte Merkur. Das ist extrem passend, denn ihr seid direkt mit der Vollmondenergie verbunden. Die Karte steht für Wahrnehmung und Austausch. Sie fordert dich auf, deine Worte weise zu wählen und deine Gedanken zu strukturieren. Es geht um die Balance zwischen Kopf und Bauch. Frage dich zur Reflexion: Spreche ich meine Wahrheit aus oder sage ich das, was andere hören wollen? Dein praktischer Tipp: Schreibe deine Gedanken auf. Journaling ist diese Woche dein wichtigstes Werkzeug, um den Kopf frei zu bekommen. Als unterstützende Steine gelten der Sodalit, der für Klarheit im Ausdruck steht, oder der blaue Chalcedon. Ätherisches Pfefferminzöl kann traditionell genutzt werden, um den Geist zu erfrischen, oder Lavendel, um die Gedanken sanft auszugleichen. Dein Ritual: Setze dich am Vollmondabend hin und schreibe 3 Denkmuster auf, die du verabschieden möchtest, und zerreiße das Papier anschließend symbolisch. Das waren viele Impulse für die kommende Woche. Wenn du dir wünschst, Achtsamkeit nicht nur einmalig, sondern den ganzen Dezember über zu spüren, erinnere ich dich gern noch einmal an meinen 24 achtsame Adventmomente-Kalender. Das Schöne daran ist die Flexibilität. Du kannst ihn als Swipe-Kalender auf deinem Handy nutzen, wenn du unterwegs bist und dich der Trubel überrollt. Oder du druckst das PDF aus, schneidest die Impulse aus und füllst damit einen selbstgebastelten Adventskalender für dich oder als liebevolles Geschenk für jemanden, der gerade etwas Ruhe braucht. Die Übungen sind zeitlos. Du kannst sie also auch nächstes Jahr noch nutzen, wann immer du Erdung brauchst.
Sichere dir den Einführungspreis von 14,99 € noch bis morgen Mitternacht. Den Link findest du in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Kommen wir nun zur Zusammenfassung der Woche. Diese Woche ist eine Reise vom Kopf in den Körper. Wir starten mit dem Bedürfnis nach Rhythmus und Erdung, werden zur Wochenmitte durch den Vollmond mental ordentlich durchgepustet und dürfen am Wochenende wieder eine klare, strukturierte Ruhe finden. Es ist die perfekte Zeit, um alte Denkmuster zu verabschieden und sich auf das zu besinnen, was uns wirklich Halt gibt. Unsere inneren und äußeren Vorräte, unsere Verbindung zur Natur und unsere klare Kommunikation. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Alle Links findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Start in den Dezember, einen besinnlichen ersten Advent und alles Liebe wünsche ich dir.